English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Ich bin hier wieder beim Philipp Longitano Hognose Park. Wir hatten in der Doppelfolge Teil 1, Teil 2 hatten wir euch gefragt, wollt ihr Farben sehen? Sollen wir ein bisschen was über die Hakennasennattern, über die neuen Farben zeigen? Wir haben jede Menge Daumen hoch von euch gekriegt, einen Haufen coole Kommentare. Erstmal danke dafür. Du kommst gut an in der Community scheinbar. Okay. Und deswegen heute den Farbspecial, ne? Hognose Farbspecial. Angefangen bei den Classics natürlich. Bei den Classics. Hier unsere Intro-Tierchen. Ich habe dem Philipp gesagt, bring mal zwei richtig große Hakennasennattern. Jetzt bringt er die zwei daher. Also ich als Riesenschlangen-Enthusiast kann da nur ein müdes Lächeln mir abgewinnen, was Größe betrifft, aber Größe ist immer relativ. Auf die Taktik kommt es an, ne? Auf die Taktik kommt es an. Nee, aber Spaß beiseite. Also zum einen zwei Klassiktiere, das passt nämlich ganz gut zum Thema. So sehen sie in der Natur als Wildfarbe sozusagen aus. Und man sieht mal tatsächlich, dass die Hakennasennattern natürlich eine absolut überschaubare Größe haben. Ne? Was werden das jetzt sein? 80 Zentimeter, gell? Hätte ich 80, jetzt auch geschätzt. 85. Und vielleicht 5 Kilo. bis 600. Ja, eben, gell? 500 bis 600 Gramm. Genau. Also ist deswegen so Rekord, also was war so dein größtes, schwerstes Tier? Mein größtes Tier war an die 100 Zentimeter, okay. Wirklich, und es wog über 1 Kilo. Okay, ja, eben, Hat aber keine Eier mehr gelegt, das war ein großes, altes, fettes Weibchen. Okay. Das war die Kunigunde, so hieß die halt echt. Ja, und die wurde auch über 10 Jahre alt, hat zum Schluss keine Eier mehr gelegt. Vielleicht mal an die Community, was sind eure größten Hakennasen? Könnt ihr vielleicht mal unten posten. Leider, ich sage es immer wieder bei YouTube, man kann keine Fotos rein machen, aber ihr könnt mal reinschreiben, größtes Tier, wie viel Zentimeter oder wie viel Gramm, wäre mal interessant, vielleicht auch welches Alter, ne? Hat man in der letzten Folge uns darüber unterhalten, dass sie so, ja, vielleicht so um die 15 Jahre alt werden. Das Schwarmwissen ist da manchmal ganz gut, ne? Wer hat wirklich das größte oder das älteste oder das längste Tier? Bin ich mal gespannt, was da für Kommentare oder Infos kommen. Und wir zwei gehen in welchen Raum gehen wir? Wo haben wir die schönsten? In den Königspalast. Farben, in den Königspalast und gucken uns die Farben an. Jetzt sind wir hier in deinem Holdback-Raum, ne? Also die Crème de la Crème der Hognoses hier in diesem Raum vereint. Wollen wir mal wissen, ob da überhaupt was dran ist oder ist das irgendwie alles 0815 Gramm? Schauen wir mal. Zeig mal, was du denkst oder was aus deiner Sicht so die 5, 6 Highlights im Moment sind oder in welche Richtung entwickelt sich das Hognose Breeding oder so. Die Geschmäcker sind ja verschieden, aber ich zeige euch einfach mal so, was ich toll finde. Ja. Also angefangen von der neuen halt Morph aus der Schweiz, genannt Swiss Chocolate. Das ist eine ganz dunkle halt Morph. Okay. Und wurde also der Name kommt, weil es in der Schweiz zuerst gezüchtet wurde. Genau. Okay. Ein Freund von mir aus der Schweiz hat die zum ersten Mal halt nachgezogen, die Genetik jetzt halt auch geprüft und... Okay, geprüft als kodominant? Als rezessiv. Rezessiv, ja? Genau. Swiss Chocolate. Ist also so eine Art melanistisch, Single-rezessiv, oder? Ja, genau. Die neigen dazu, sehr dunkel halt zu werden. Aha. Gibt es jetzt bald auch noch mehr Kombinationen. Ja, klar. Ja. Ist auf jeden Fall eins der allerneuesten Tiere. Okay, ja, schön. Ja, finde ich interessant. Ja, dann vielleicht mal was komplett anderes, etwas viel helleres. Das ist ja jetzt meine eigene Morph, benannt nach meiner Tochter. Das ist eine Lavender Karamell. Sie heißt Cataleya. Cataleya ist der Name von deinem Töchterle. Das ist der Name von meiner verstorbenen Tochter. Ah. Und das ist eine Widmung an sie. Lavender ist rezessiv, Karamell ist auch rezessiv, okay. Und das ist halt die Kombination. Zweifach rezessive. Zweimal rezessiv, genau. Okay. Ist jetzt über 1 Jahr alt, ist geschlechtsreif. Männchen in dem Fall. Ist ein Männchen, kann man ganz gut sehen hier. Okay.
eine Abkloake. Wollte leider jetzt im Vergleich zu seinem Bruder im ersten Jahr halt nicht paaren, was ich sehr, sehr schade finde. Dann musste ich wieder Doppelhead mit Doppelhead verpaaren. Okay. Ja, dann im nächsten Jahr. Wartet er ein Jahr auf sein... Hier ist übrigens, dann zeige ich das einfach nochmal, hier ist der Bruder von ihm, da ist es eine Morph halt weiter. Hier ist noch das Hypogen mit drin. Na, während das ein Karamell-Lavender ist, ist das ein Hypokaramell-Lavender. Heißt Apache. Okay, Hypo ebenfalls rezessiv, oder? Ja. Also dreifach rezessiv. Genau. Okay. Wie lange bist du an dem Projekt dann schon dran, bei dreifach rezessiv? Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ich glaube 1:64 oder so. Ja. Wenn ich mich jetzt halt nicht vertue, aber waren 4 Eiergelege und hat es geklappt. Ach, also, man muss auch mal Glück haben, ne? Aha, schön. So, gut. Dann ein Tier, was ich persönlich super, super schön finde. Vielleicht nehme ich direkt 2, um das einfach mal so als Kontrast zu zeigen. Wenn ich dir was halten soll, helfen soll. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Toffee Glow Stripped Conda. Also gestreift ist immer schön. Mit einer Super Arctic Super Conda. Okay. Toffee Glow Striped Conda. Genau. Striped ist nicht genetisch wie bei den Condatan, das ist spontan. Okay. Anaconda ist ja dominant und Toffee Glow ist die Verbindung von Albino mit Toffee Belly. Okay. In einem. Okay. Es macht sehr gelbe Tiere. Okay. Hier haben wir die Verbindung von 2 kodominanten Genen. Einmal das Super Arctic. Hier haben wir dann die Superform davon. In Kombination mit Super Conda. Was ja auch die Superform der Anaconda ist. Super Arctic, Super Conda. Genau. Okay. Aber eben genetisch hat es eine mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Sind gestreift. Eine amelanistisch und die andere eher anerythristisch. Anerythristisch, okay. Schön, hübsch, ja. Ja, dann gibt es auch so etwas, was ich auch sehr schön finde, ist meine eigene Linie Longitano Pastel. In diesem Fall ist es eine Pastel Conda mit einem sehr dunklen roten, ebenfalls gestreiften Anaconda. Also das Pastel Conda. Genau. Conda, okay, wissen Dominant, wir, codominant. Pastel auch dominant. Okay, also zweifach dominante Morph, okay. Und hier haben wir eine, ja, ich nenne die Purple oder Burgundy Condas. Das ist nur Line Breeding, also es ist nur Auswahlzucht. Aber da kommen trotzdem wunderbar dunkelrote, purpurrote Tiere dabei raus. In diesem Fall ist es eine Anaconda, die sogar halt gestreift ist zum Teil. Also ist im Prinzip nur Line Breeding auf Anaconda? Genau. Auch keine Superconda, gar nichts? Nee. Einfach nur Anaconda. Das ist eine Anaconda. Line Breeding, dass diese Farben so kräftig rauskommen. Okay, interessant. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Pastell. Gefällt mir auch abartig gut. Also typisch Pastell, fast schon Königsblütern pastellmäßig. Gell? Und da steckt noch Conda mit drin. Hast du nur Pastell zufällig gerade da, dass man das sieht? Nee. Ja. Oder ist immer? Doch. Hier steht. Hier ist ein Pastell. Die sind auch natürlich wie bei den Königsblütern auch. Die eine gleicht nicht der anderen. Ja. Na, die ist jetzt natürlich viel heller. Ja. Na, aber trotzdem. Trotzdem, echt, Pastell ist Pastell. Genau, echt hübsche Morph. Gibt es das schon länger oder ist das? Es gibt es schon länger. Ich habe das schon vor langer Zeit geprüft. Die sind bei mir halt auch geschlüpft. Naja, viele zweifeln an dem Pastell, weil die Farben sind halt nicht immer so extrem, wie es hier halt ist. Gut, aber dass das ja keine Klassik ist, sieht ja auch ein Blinder. Genau, das sehen wir. Okay. Okay, ja, gefällt mir gut. Ja, aber Super Pastell gibt es nicht, oder? Doch, es gibt auch Pastell Super Conda. Die aber wiederum den Charme verliert. Die geht halt noch. Man erkennt die halt immer an diesem stark orangenen Bauch. Ja. Aber oben durch das Super Conda verliert das Pastell wieder ein wenig rausgeht. Okay. Aber was ich meine, eine Super Pastell als Superform von einer Pastell gibt es nicht? Nee, die sind nicht kodominant. Das ist sowieso wie bei den Spider, bei den Königsblütern. Es gibt keine Superform, die phänotypisch ist, nur genotypisch. Okay.
beziehungsweise Spider-Superform wäre gar nicht lebensfähig, hat aber damit nichts zu tun, sondern die gibt es einfach nicht. Wenn du es Pastell mit Pastell verpaarst, kommt einfach nur Pastell raus, oder? Hier gibt es nur Pastell. Genau, aber sie sind lebensfähig, also nicht irgendwas, Genau. was nicht lebensfähig wäre. Okay. Soweit zu den Hawks und zu den Dingen. Achso, und dann haben wir noch ein Highlight, hast du versprochen. Ja, Eine neue Morph, das machen wir dann in einem Raum nebenan. die noch keiner hat. Genau. Die gucken wir uns in der nächsten Szene an. Super. Jetzt zu guter Letzt haben wir eine absolute Neuheit, hast du versprochen. Erstmal an die Community. Ohne Daumen hoch, ohne Abonnement. Jetzt ausschalten, dürft ihr nicht sehen, was jetzt kommt. Alle, die es abonniert haben, die ihren Daumen hoch gegeben haben, können jetzt dranbleiben. Ich gebe weiter an den Philipp. Ja, ich hatte ja ein Highlight, was Spezielles halt versprochen und möchte mein Wort halten. Ich habe vor 2 Jahren ein Tier gezüchtet, wo ich die Genetik geprüft habe. Im letzten Jahr hat es noch nicht geklappt, in diesem Jahr hat es dann geklappt. Ich habe Nachwuchs und das ist halt das Urtier, ist jetzt 2 Jahre alt, hat eine ganz klare, einen ganz klaren Kopf ohne Zeichnung. Ich werde jetzt einfach mal ein anderes Tier daneben halten. Das muss man nebeneinander sehen, weil sonst kann man sich gar nichts drunter vorstellen. Okay, also bei dieser neuen Morph fehlt komplett die Kopfzeichnung. Ne? Die Genau. haben einen einfarbigen Kopf. Genau, ich habe halt jetzt herausgefunden, dass eine Dominanz dahinter steckt. Ob es kodominant ist, ob es eine Superform gibt, das wird die Zeit zeigen. In 2 Jahren, wenn die Weibchen, die ich jetzt gezüchtet habe, nämlich so weit sind. Ich zeige euch einfach auch mal ein Jungtier von ihm. Vielleicht halt kannst du mal aufmachen. Ja. So sieht das aus. Okay, beziehungsweise ich glaube, du kannst auch den Namen noch Ja. dazu sagen, dann wird es auch noch. So, und die werden heißen, Dank an meinen Freund Adam übrigens, Skullface. So, hier haben wir das gleiche halt nochmal, allerdings schon eine Morph weiter als Lavender. Ebenfalls der ganz klare Kopf. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Superform komplett zeichnungslos sein wird, wenn es dann eine Superform gibt. Und wenn nicht, finde ich das Tier ohne Kopfzeichnung dennoch mega spektakulär. Und Ja, du? ja. Ja, ich glaube, es ist ziemlich stark ein Insider-Ding. Ne? Irgendjemand anders würde jetzt sagen, naja gut, Zeichnung auf dem Kopf oder nicht. Ja, ganz interessant. Aber für einen Insider natürlich definitiv was ganz anderes. Ne? Oder vor allem, wenn man den Kopf daneben gesehen hat, wie wir jetzt ja gerade daneben gehalten haben, ne? Da fällt es erstmal, mir ist im ersten Moment fast nicht aufgefallen. Dachte ich, hä, was ist jetzt anders? Ja, keine Zeichnung da oben. Sind wir gespannt. Eben die prüfen, ob es eine Superform gibt, wird auch nochmal oberspannend. Wann rechnest du denn damit? Also In das 2 ist ein Jahren. Männchen in 2 Jahren, wenn die Weibchen so weit sind. Da lade ich dich ein. Genau, dann stehen wir eine Woche am Brüter und warten, bis der erste Kopf sich rausstreckt. Genau. Nee, super. Ich kann mit dir mitfühlen. So Projekte sind immer das, was ein auch neben dem Alltagsgeschäft am Leben hält, ne? Oder einfach faszinieren kann, weil man einfach weitermachen kann und gespannt sein drauf kann, was kommt. Gell? Das ist einfach der Grund, wieso wir alle das machen. Wieso wir züchten. Gell? Ja, tipptopp. Wir sind soweit durch. Philipp, 1000 Dank, dass wir hier sein durften. Also wir sind hier hochgefahren und wollten 1, 2 Filme machen. Jetzt sind sogar 3 richtig coole Filme geworden, meiner Meinung nach. Ne? Also die Hognose Park Teil 1, Teil 2 und jetzt hier der Farbspecial. Hat mir super gefallen. Also du hast mein Hagennasen-Herz erobert, genau. 1000 Dank. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie gesagt, wir freuen uns über eure Daumen, dann wissen wir, das ist so das Feedback, ob es euch auch gefallen hat. Und ich fand es auch mega spannend. Ich habe auch zu danken. War eine tolle Erfahrung und naja, dir das zeigen zu dürfen, ist auch was Gutes für mein Herz. freut mich. Nee, perfekt. Bis in
2 2 Jahren. Checkt die Farbmorphen der Hawks.